Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von lymphome.ch, der Schweizer Patientenorganisation von Lymphombetroffenen. Bitte schaut zuerst das Video an, wenn ihr wollt, wie zum Hintergrund von dieser Serie an Schweizer Hausärzte wissen. Dort wird Rosi Pfau erklärt euch, was wir da genau bezwecken. Mein Name ist Benjamin Hartmann, ich leite eine kleine Agentur, Pharmaberatung. Ihr findet mehr über mich auf LinkedIn. Aber sofort zu unserem heutigen Gast. Thilo, wer bist du und mit was entspannst du dich zu oben oder am Wochenende? Ja, hallo Benjamin, ich grüße dich. Ja, ich selber, Thilo Zander heiße ich. Ich bin der ärztliche Leiter des Lymphomzentrums am Luzerner Kantonsspital, das auch schon seit über 15 Jahren. Und ja, das Wochenende, ich habe 3 kleinere Kinder noch. Dann ist das Wochenende eigentlich ohne weitere Programmpunkte voll ausgebucht und da braucht es dann auch kein Netflix und kein Tennisplatz. Das funktioniert mit den 3 Kindern wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Das heutige Thema ist Schmerzen. Schmerzen ist ein Symptom, das bei Lymphom kann auftreten kann. Darum lasse ich ganz allgemein einmal anfangen, wie häufig kommt das vor, dass Lymphom quasi Diagnose Schmerzen vorausgeht. Ich glaube, da kommen wir schon zu dem ganz Tückischen. Das kommt nämlich sehr, sehr selten vor. Ja, also die Schmerzen bei Lymphompatienten sind dann häufig auch schon immer Ausdruck von einer weiter fortgeschrittenen Erkrankung. Also wenn Lymphknotenpakete dann so groß sind, dass sie an Nerven ranwachsen, in Nerven reinwachsen, an Nerven dran drücken. All das sind dann tatsächlich schon fortgeschrittene Erkrankungen. Und ich würde sagen, wenn man jetzt so über alle Patienten drüber guckt, fortgeschrittene Erkrankungen sehen wir so ungefähr in einem Viertel der Patienten. Heißt aber auch umgekehrt, der Großteil der Patienten hat gar keine Schmerzen, gerade in den frühen Stadien. Und das macht die Diagnostik manchmal etwas tückisch. Was sind das für Schmerzen? Kann man die mehr beschreiben? Ja, also genau, wir haben natürlich gerade bei den Lymphomerkrankungen Betroffenheit der Lymphknotenstationen, insbesondere zum Beispiel in den Achselhöhlen. In den Achselhöhlen typische Lymphknoten, typische Lymphknotenstation. Dort läuft ein großer Gefäß-Nervenstrang entlang und wenn dann Druck auf diesen Nervenstrang ausgeübt wird, zum Beispiel wenn die Patienten die Arme enger am Körper haben, tut das dann dort in der Achselhöhle weh. Oder beispielsweise große Lymphknotenpakete im Bereich vom Bauch, ne? Wenn dort dann diese entsprechenden Nervenplexus, wie wir das nennen, dann auch wieder mit Druck oder Einwachsen betroffen sind, haben die Patienten Bauchschmerzen oder eine Vergrößerung eines Organs durch das Lymphom. Zum Beispiel die Milz. Wenn die Milz an Größe zunimmt, kann das dann im Verlauf dann tatsächlich auch zu einem Schmerz, Druckgefühl im linken Oberbauch, manchmal tatsächlich auch Schulterschmerzen. Also das ist immer sehr abhängig davon, wo wächst das Lymphom, wo respektiert das Lymphom dann nicht mehr die Organgrenzen und führt dann zu weiteren Problemen, die den Patienten dann Schmerzen machen. Gibt es in diesem Zusammenhang noch zusätzliche Symptome zum Schmerz, wo du würdest den Hausarzt nahelegen, dass sie sich ein bisschen darauf achten? Gibt es da irgendwelche typischen Muster noch zusätzlich? Genau, also ich denke jetzt insbesondere dann das zusätzliche Auftreten von B-Symptomen. Ich glaube, da habt ihr extra noch mal eine Reihe gemacht zu den B-Symptomen, also das unklare Fieber, der Gewichtsverlust, diese Dinge in Kombination dann mit solchen Schmerzen, manchmal eben auch unspezifischen Schmerzen, da sollte dann auch schon Richtung Lymphom gedacht werden. Das ist richtig. Vielleicht eine seltenere Sache, was wir auch immer mal wieder sehen, sind unklare Hautausschläge. Das kann auch manchmal noch dazukommen. Gerade beim sogenannten Hodgkin-Lymphom sehen wir doch dann immer wieder mal Patienten mit auch fortgeschrittenen Erkrankungen, die dann heftige Hautausschläge haben, wo sich die Patienten dann am ganzen Körper kratzen müssen. Also auch das ist dann tatsächlich so ein Schmerz-Plus-Symptom. Mhm. Jetzt gibt es das Phänomen in dem Zusammenhang, der sogenannte Alkoholschmerz. Was kann man da dazu sagen? Was Also ist wenn man da das mal und was kann man dazu sagen? Das ist eine total spannende Sache, ist sehr selten.
Also ich würde sagen, das habe ich jetzt in meiner Zeit, und ich bin jetzt auch schon lange dabei, ja, 3, 4, 5 Mal gesehen. Aber wenn man es dann gesehen und erlebt hat, ist das total eindrücklich. Weil das sind Patienten, die tatsächlich einen Schmerz, der kann unspezifisch, das kann in den Knochen sein, das kann in der Milz sein, das kann irgendwo sein, aber der wird getriggert durch den Konsum von Alkohol. Das kann nur 1 oder 2 Schlücklein Prosecco, Wein oder irgendwas sein, und das geht los, hält eine halbe Stunde an und verschwindet wieder. Und ist letztendlich reproduzierbar mit jedem Alkoholkonsum, den die Patienten zu sich nehmen. Also das ist wirklich was echt Seltenes, aber da steckt eigentlich immer ein Lymphom dahinter. Da gibt's meines Wissens keine andere Differentialdiagnose. Also wenn Sie Patienten über diese Alkoholschmerzen berichten hören, manchmal muss man auch nachfragen, manchmal realisieren das die Patienten gar nicht so sehr, aber wenn man dann im ärztlichen Gespräch nachfragt, dann sagen, ja, stimmt, doch, das ist tatsächlich so. Dann ist das, wir nennen das pathognomonisch. Dann wissen Sie schon ziemlich genau, dass es sich um ein Lymphom handelt. Meistens ist es dann ein Hodgkin-Lymphom. Wie das dann zustande kommt, pathophysiologisch, hat mir noch niemand wirklich erklären können, was dahinter steckt, wieso das so ist. Aber das macht es insbesondere noch spannender, dass man keine Erklärung dafür findet, und geht dann auch mit adäquater Therapie des Lymphoms verschwindet das auch sehr schnell wieder. Hm? Du hast jetzt gerade, bist in die Richtung gegangen, gehen wir einen Schritt weiter. Angenommen, die Diagnose bestätigt sich dann. Der Patient ist dann beim Onkologen oder beim Hämatologen in Behandlung. Kann man zwei Sachen, würde mich dort wundern. Als erstes kann man anhand vom Schmerz schon etwas zur Prognose oder irgendwie ansprechen, irgendwie etwas dazu sagen. Ja, fangen wir mit dieser Frage vielleicht mal an. Kann man da schon etwas dazu sagen oder ist es eigentlich völlig eine unabhängige Sache? Hm. Wir sind ja heutzutage bei den Lymphomen tatsächlich in einer guten Situation, dass wir vielen Patienten auch tatsächlich einen guten Verlauf in Aussicht stellen können. Heilung ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort. Aber tatsächlich ist es so, wie wir das eingangs schon miteinander besprochen haben, die Schmerzen tauchen, wenn auf, dann eher bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Das heißt, eine fortgeschrittene Erkrankung per se hat eher eine schlechtere Prognose, sag ich jetzt mal, wobei das sich heute häufig anders darstellt, dass man einfach etwas mehr Therapie machen muss, um zum Ziel zu gelangen. Ja? Denn auch fortgeschrittene Lymphomerkrankungen haben in der Regel eine sehr, sehr gute Prognose. Aber insofern dadurch, dass der Schmerz hauptsächlich bei den fortgeschrittenen Erkrankungen vorkommt, ja, ist das schon so, dass man da dann davon ausgeht, dass die Prognose eher nicht so optimal ist. Und sollte ein Hausarzt etwas machen, wenn jetzt der Patient immer noch darüber klagt, sollte er Schmerzmittel verschreiben oder empfiehlst du in die Richtung zur so symptomatischen Behandlung? Genau, also wir sind natürlich in der guten Lage, dass diese Lymphomerkrankungen sehr häufig sehr gut auf die Therapien ansprechen. Die Tumoren schrumpfen wirklich innerhalb von Tagen zusammen. Aber wenn in dem Zusammenhang, also Therapie hat gestartet, die Schmerzen sind nicht kontrollierbar, dann bin ich immer froh, wenn ich dort rasch eine Rückmeldung bekomme. Ich glaube, das würde ich dann gerne mit den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen dann direkt am Telefon miteinander anschauen. Da ist es dann schwierig, jetzt so allgemeine Ratschläge zu geben. Und bevor ich dann zu schärferen, morphinhaltigen Schmerztherapien greife, wäre ich jetzt als behandelnder Onkologe froh, wenn wir da kurz miteinander reden. Sehr gut. Du hast es angetönt, ist ein Symptom, das mit der Therapie eigentlich dann auch gerade wieder verschwindet. Also von dem her ist es auch wichtig zu wissen, ob es weggeht oder nicht. Genau, genau. Und das ist auch häufig so ein erster Eindruck, ob die angesetzte Therapie dann auch tatsächlich funktioniert, ist nämlich, dass die Patienten dann sehr rasch und manchmal selbstständig schon die verordneten Schmerzmittel absetzen können. Super. Sehr, sehr Damit sind guter wir. Verlaufsparameter. Ja, Entschuldigung. Ein sehr, sehr guter Verlaufsparameter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sind wir eigentlich schon am Schluss von heute. Jetzt für dich noch die übliche Frage sozusagen. Was sind deine 2, 3 Take-Home-Messages an die Hausärzte zum Thema Schmerzen bei Lymphom? Was würdest du sagen?
Also umgekehrt wäre mir noch wichtig, ich glaube, wichtig sind die Lymphknoten, die keine Schmerzen machen. Das sind die früheren. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die fortgeschrittenen Erkrankungen gesehen und da liegt manchmal etwas die Tücke. Da sehen wir auch immer wieder Verzögerungen der Diagnostik, sowohl aus Sicht der Patienten, die sagen, ja, tut ja nicht weh, das kann ja nichts Schlimmes sein. Auch das verführt uns Ärzte manchmal dazu, dass wir dort etwas zu langsam sind, sage ich jetzt mal. Also eine unklare, derbe, schmerzlose Vergrößerung der Lymphknoten, die länger als ein, zwei Wochen anhält, sollte weiter abgeklärt werden. Das sind häufig frühere Erkrankungen und je früher wir die Erkrankung erwischen, desto weniger Therapie, anstrengende Therapie braucht es auch, um dann zum Ziel zu kommen. Der zweite Punkt ist, diese Schmerzen sprechen mit wirkungsvoller Therapie häufig sehr gut auf sprechen häufig sehr gut auf die Therapie an. Und der dritte Punkt, so der Kolibri unter allem, ist tatsächlich der Alkoholschmerz. Es lohnt sich wirklich gezielt mal danach zu fragen und tatsächlich rennt man bei vielen Patienten dann offene Türen an und sagt, ja stimmt, das habe ich auch. Und dann kann es eigentlich direkt weitergehen mit einer Zuweisung an ein hämato-onkologisches Zentrum. Super. Hey, vielen Dank, alles sehr klar gewesen. Dann bedanke ich mich bei dir, Thilo. Nichts zu danken. Ich bedanke mich bei den Zuschauern natürlich für alles und ihr seht wie immer auch die Kontaktmöglichkeiten in Abspann. In dem Fall auf Wiedersehen miteinander. Ade.